Ach Leute, ich habe mich eben wieder einmal über 2 Stunden durch aktuelle Einträge im offiziellen Forum zum FS24 gelesen und es ist nach wie vor ein Fass ohne Boden. Reden wir darüber, wie ist der Stand 12 Wochen nach Release und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Angefangen mit den Berichten von Usern mit massiven Problemen in der Sim Update 1 Beta, Xbox wie PC, und ja, mir ist durchaus bewusst, es ist eine Beta, über fehlende Hardware-Unterstützung wie Maus auf Xbox oder Tobii Eye Tracker 5 am PC, allgemein kaputten Steuerungsprofilen bis hin zu Leuten, und das ist jetzt tatsächlich kein Witz, die den fehlenden Schultergurt zur Tasche aus der Collectors Edition beklagen. Manchmal sehe ich einen Ansatz, mich an Diskussionen zu beteiligen. Letztlich lasse ich es dann aber mittlerweile, bin dessen irgendwie müde und ertappe mich 10 Minuten später dabei, wie ich darüber nachdenke, ob ich lieber einen Titel namens Orcs Must Die auf Xbox anschmeißen sollte. Nichts für ungut, OMD hat sicherlich seine Berechtigung am Markt, keine Frage. Ich bin da ja grundsätzlich ein geduldiger Mensch. Wer meine Inhalte hier auf dem Kanal verfolgt, der weiß das. Ganz im Gegenteil, es gab Äußerungen dahingehend, dass ich zu gut mit dem FS24 umgehen würde, ja sogar in Teilen Dinge schönreden würde. Eventuell ganz bewusst, da mich ein gewisser Jörg N. aus D. ja vermutlich höchstpersönlich in sein Abendgebet einschließen würde und so weiter. Also nicht wortwörtlich, sondern sinngemäß, alles Quatsch. Ich überlasse das Brüllen für Klicks anderen und konzentriere mich stattdessen darauf, mich am Discord und vor allem während der Livestreams im Chat mit euch auszutauschen, Eindrücke zu sammeln und Hilfestellungen zu geben. Und das nicht, weil ich den aktuellen Zustand des FS24 akzeptiere und ach so toll finde, sondern weil die Situation eben im Moment nun mal so ist, wie sie ist. Da nützt alles Brüllen nichts, da helfen auch keine versprochenen Fluggeräte für umsonst, wenn das Gerüst drumherum nicht hält, da helfen nur Nachbesserungen. Meine Befürchtung ist, das dauert noch und vieles, was Microsoft Asobo sich an Flughöhe in Form von Kredit bei den Usern über die Jahre mit dem 2020er gerade auf Konsole aufgebaut hat, befindet sich aktuell im freien Fall. Ich begleite den Microsoft Flight Simulator in der aktuellen Intensität nun am PC seit den ersten Testphasen zum 2020er. Seit Beginn an auf Konsole, also im 2020er, ein Jahr nach Release der PC-Version, zu einem ganz großen Teil auch auf Xbox. Ich kann durchaus sagen, mit großem Eifer in den Aktivitäten auf meinem Kanal auch stets virtuelle Pilotinnen und Piloten für das Hobby zu begeistern, die daraufhin ebenfalls Teil dieser Reise wurden und werden. Und gerade deshalb sehe ich mich hier auch in der Verantwortung, Punkte nicht nur während eines Livestreams kritisch zu hinterfragen. Also, wo stehen wir aktuell im FS24? Knapp 12 Wochen nach Release zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos. Während des Release am 19.11.2024 wurde schnell klar, dass dieser offensichtlich nicht wie geplant verläuft. Die Folge? Hoffnungslos überlastete Server und Dinge wie 97%, ein ständig sich wiederholender Trailer oder dessen Musik, die sich mantraartig in die Gehirne der wartenden Pilotinnen und Piloten einbrannten. Keine Angst, ich werde hier jetzt nicht nochmals alle Punkte aufzählen, die Liste wäre auch schlichtweg zu lang. Nebengeräusche wie die Farce rund um die Verfügbarkeit der Limited Collectors Edition, offensichtliche Fehlentscheidungen wie das uneingeschränkte Streamen sämtlicher ungeprüfter Inhalte und nicht zuletzt der, aus meiner Sicht, in Teilen bodenlose Umgang mit Drittentwicklern brachten die Ohren der Verantwortlichen zum Klingen. Und das schon deutlich vor Weihnachten. In den Wochen bis Weihnachten gab es dann immer wieder kleinere Patches und auch serverseitige Fixes. Eine spürbare Verbesserung brachte dann Patch 1.2.7.0 ab dem 10. Dezember, der ermöglichte, gestreamte Inhalte eigenständig zu deaktivieren. Teilweise wurde es für manchen User erst ab diesem Zeitpunkt überhaupt möglich, den FS24 ohne Probleme zu starten, also bis ins Hauptmenü zu kommen. Dass alles, was danach kommt, bis heute zum Teil Tageszeiten abhängig mal besser oder schlechter läuft und oder überhaupt nicht verfügbar ist, damit muss man klarkommen oder es eben komplett sein lassen. Nicht zuletzt scheint es auch darauf anzukommen, welchen Internetprovider man nutzt. Ab Tag 1 ist der FS24 also nicht nur im Game Pass, sondern seit Tag 1 sind findige User auch ununterbrochen
Wochen auf der Suche nach Lösungen, die die Verantwortlichen zum jetzigen Zeitpunkt offensichtlich nicht bereitstellen können. Also am PC. Auf Xbox ist man dagegen völlig machtlos und hat, bis auf wenige Möglichkeiten, keinen Einfluss darauf. Aufgrund des zahlreichen Feedbacks über die vergangenen Wochen kann ich sagen, es gibt durchaus User, die auf Xbox gute Flugerfahrungen sammeln. Die breite Masse hingegen ist einfach nur enttäuscht und teils frustriert. Gerade die User, die man mit dem 2020er über die Konsole gewonnen hat, verliert man aktuell. Und viele derer, die man seit Release über den Game Pass auf Konsole dazu gewinnen wollte, mit Karrieremodus und so weiter, haben einfach keine Motivation mehr. Ich bekomme E-Mails von Eltern, die hilfesuchend auf meine Videos stoßen, deren Kinder und sie selbst durch die genannten und weitere Probleme schlichtweg keine Lust mehr auf den Simulator haben. Ist der FS24 also bereits jetzt gescheitert? Es gibt sie, die Wow-Momente im FS24. Und ich stelle anhand meiner Inhalte auf YouTube auch fest, der harte Kern und ein gewisser Anteil darüber hinaus der User ist bereit. Nötige Geduld und die Bereitschaft, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen, damit wirklich zu beschäftigen, das sind Dinge, die genau diesen Usern bewusst sind. Man wusste gewissermaßen im Vorfeld, zumindest im Ansatz, was einen erwartet. Man bringt automatisch eine gewisse Leidensfähigkeit mit, wenn man beispielsweise einen neuen Inhalt erstmalig ausprobiert. Es gehört quasi zum Anforderungsprofil. Und vielen macht gerade das auch Spaß. Neue Dinge zu entdecken, zu erforschen, Lösungen für Situationen zu finden, das ist Teil des großen Ganzen. Für viele, meist diejenigen, die sich schon länger mit der virtuellen Fliegerei beschäftigen. Und der Rest? Und da muss ich einmal mehr die Konsolenpilotinnen und Piloten als Beispiel heranziehen. Wie erwähnt, ich starte ebenfalls für einen schnellen Flug gerne auf Xbox. Mit all den Einschränkungen gegenüber dem PC, die, wenn man wie ich den direkten Vergleich hat, spürbar vorhanden sind. Aber die Konsole hat im Normalfall eben auch ihre Vorteile. Ich komme nach dem Arbeitstag nach Hause, schalte die Konsole ein und fliege los. Im Normalfall. Im Grunde geht jeder Konsolen-User mit dem Mindset heran, der FS24 funktioniert wie jedes andere Programm auf Konsole. Ob ich jetzt den FS24 oder Orcs Must Die starte, die Erfahrung muss die gleiche sein. Einschalten und los geht's. Aber so ist es eben nun mal nicht und alleine damit haben viele auf Konsole ein massives Problem. Und damit meine ich jetzt nicht die Komplexität der Simulation an sich gegenüber anderer Titel wie OMD, sondern eben all die oben erwähnten, und das war ja auch nur ein Bruchteil dessen, Nebengeräusche, die einen daran hindern können, die gewünschte Flugerfahrung zu haben. Und das halte ich für völlig verständlich und nachvollziehbar. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos befinde ich mich in der Sim Update 1 Beta Teil 2. Vieles gehört ab diesem Update der Vergangenheit an. Die Maus funktioniert auf Xbox ohne Probleme oder Einschränkungen, der Marktplatz soll kommen, Steuerungsprofile sollen repariert werden, Stabilität und Leistung werden deutlich verbessert und. Die Liste ist lang. Es scheint, als könne man den freien Fall noch abfangen und der vorhin erwähnte harte Kern sowie ein gewisser Anteil darüber hinaus ist bereit. Diese User können damit leben und freuen sich darauf, jede Neuerung zu testen, auszuprobieren und eine immer besser werdende Flugsimulation zu genießen. Aber ist es das, was man sich seitens der Entwickler vorgestellt hat? Den harten Kern und einen kleinen Anteil darüber hinaus zu halten bzw. zu gewinnen? Die Chance war da, mit dem FS24 ganz groß durchzustarten. Leider muss man zum jetzigen Zeitpunkt festhalten, Chance vertan. Ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn User davon berichten, dass der FS24 für sie persönlich gescheitert ist. Alternativ heben aktuell auch sehr viele nach wie vor oder wieder mit dem 2020er ab. Aber es gibt die Wow-Effekte im FS24 und es werden mehr. Sobald Sim Update 1 für alle ausgerollt ist, wird es wieder eine spürbare Verbesserung geben und die Herangehensweise, also dass man Sim Update 1 erst als Beta in verschiedenen Phasen testet, bevor man es ausrollt, ist auch eine gute Entwicklung und meiner Meinung nach der richtige Weg. Die Frage ist, wer von den enttäuschten Hobbypilotinnen und Piloten ist dann noch da oder gibt dem Ganzen eine weitere Chance? Man kann den vielen Menschen, die an diesem nie endenden Projekt arbeiten, nur wünschen, dass man in 2025 nun das aufholen kann, was man in 2024 durch Release-Zeitdruck vor Weihnachten und anderen Einflüssen hat scheinbar hinnehmen müssen. Ich für meinen Teil bin jedenfalls bereit, stehe mit meinen Maschinen im Hangar und warte auf gute Sicht, um abzuheben. Bist du auch dabei?